Hey, diese 5 Fehler brechen dir als Aufbereiter das Genick. Ich weiß, du willst einfach nur Autos polieren, Autos sauber machen, sie zum Glänzen bringen und dich an der Freude des Kundens ergötzen. Aber es gibt 5 ganz typische Fehler, die beim Reintappen in diese Falle dafür sorgen können, dass du die längste Zeit deines Lebens Aufbereiter warst und den Rest deines Lebens die Schulden daraus abbezahlst, aber nie wieder ein Auto polierst, zumindest nicht für Geld. Und um diese Fehler zu vermeiden und diese Fallstricke zu überspringen, nenne ich dir jetzt die Top 5 Fehler eines selbstständigen Fahrzeugaufbereiters. In unserem Alltag haben wir oft das Gefühl, dass es nur darum geht, wie ich eingebrannte Flecken aus den Felgen bekomme, wie ich die beste PET-Politurkombination finde, um unischwarz polieren zu können oder wie ich eben in entsprechender Zeit mein Auto fertig kriege, um dann Umsatz zu machen. Aber es gibt so ein paar Sachen, die dafür sorgen, wenn ich mich nur auf diese Aspekte konzentriere, dass ich ungeahnt von hinten erwischt werde sozusagen und einfach gar nicht mehr weiterarbeiten kann und mir gar keine Sorgen mehr darum machen kann. Und diese 5 Fehler haben erstmal nichts mit dem Handwerk selber zu tun, was ich hier voraussetze, dass du wirklich ein guter Aufbereiter bist oder werden willst, sonst würdest du unsere Videos wahrscheinlich gar nicht schauen. Und ich kann euch sagen, der ein oder andere Fehler ist uns wirklich schon passiert, hat richtig wehgetan und ganz am Ende verrate ich den Fehler, der dafür gesorgt hat, dass diese Firma und diese Videos vor 3 Jahren fast zu Ende gewesen wären und Schicht im Schacht Insolvenz. Das war ganz kurz davor, weil wir auf eine Sache nicht gut aufgepasst haben. Dazu kommen wir am Schluss. Aber jetzt geht's los mit Fehler Nummer 1. Egal wie vorsichtig man ist, ein Unfall ist immer schnell passiert, sei es beim Fahren und Rangieren des Autos oder im Eifer des Gefechts. Mal mit dem Hintern an Stativ lang gelaufen, Lampe kippt um, fällt aufs Auto oder eben beim Rangieren des Autos oder beim Abholen des Fahrzeugs gibt es einen Unfall. Und diese Schäden gehen schnell in die Tausende, was noch sehr überschaubar ist, aber können auch schnell in die 10, Hunderttausende oder sogar in die Millionen gehen, wenn wir jetzt von einem Personenschaden reden. Stell dir vor, du holst ein Auto vom Kunden ab, fährst es zu dir in die Halle und auf dem Weg passiert ein Unfall. Es werden 3 Autos total beschädigt und eine Person wird verletzt. Da bist du ganz schnell mal bei einem Millionenschaden. Was passiert jetzt, wenn du nicht versichert bist? Dann trägst du privat das komplette Risiko. Das heißt, alle Beteiligten, die erstmal regulieren, die eingreifen, die gesetzliche Unfallversicherung, die Krankenkassen, die jeweiligen Versicherungen der Beteiligten legen erstmal aus, damit die Geschädigten bezahlt werden. Und dann kommen sie zu dir und sagen, mein Freund, du bist schuld an dem Ding, gib uns mal jetzt bitte das Geld wieder. Und wenn du eben nicht versichert bist, dann ist das für dich mindestens die Privatinsolvenz. Das heißt, du bist 7 Jahre lang quasi pleite, gefändetes Konto und so weiter und so fort. Oder aber musst mehrere Tausende, Zehntausende, Hunderttausende, wie viel auch immer zurückzahlen. Deswegen Fehler Nummer 1, absolut keine Versicherung. Und es ist mir vollkommen egal, wie klein du bist, wie wenig Autos du machst. Und selbst wenn du nur 4 Autos im Jahr machst, bei einem von diesen 4 Autos kann das passieren und du wirst dein Leben lang finanziell nicht mehr glücklich, hast mindestens 7 Jahre wirklich das Wasser bis zu den Ohren. Deswegen kümmere dich drum, such dir einen Versicherungspartner und entgehe diesem Risiko, weil gleiches Szenario mit Versicherung, sau ärgerlich, viel zu schreiben, viel zu telefonieren, aber es kostet dich privat keinen Cent, dass dieser Millionenschaden reguliert wird. Du kannst ganz normal weiterarbeiten und bist nicht insolvent. Deswegen geh los, hol dir deine Versicherung. Wie du bei der Wahl der Versicherung vorgehst, welche Versicherungen die richtigen sind, worauf du noch genau achten musst, erfährst du auf jeden Fall am Ende dieses Videos. Jetzt geht's weiter mit Fehler Nummer 2. Dieser kleine blaue Sticker oder besser gesagt das Fehlen dieses blauen Stickers kann für dich auch sehr teuer am Ende werden, wenn du dich nicht darum kümmerst, wie du von der gesetzlichen Unfallkasse her versichert bist. Einer der Top-Fehler, den die meisten Unternehmer begehen, denn wir sind verpflichtet, Mitglied in der sogenannten BG, Berufsgenossenschaft zu sein und gesetzlich unfallversichert zu sein. Den Begriff hat bestimmt jeder schon mal gehört. Es geht am Ende darum, dass du bei der Arbeit, bei der Ausübung deines Berufs, deiner Tätigkeit für dich und deine Mitarbeiter einen Versicherungsschutz hast. Denn in diesem Umfeld greift die normale Krankenversicherung, Krankenkasse nicht, sondern es gibt dafür die gesetzliche Unfallversicherung in Form der BG, der Berufsgenossenschaft. Und das ist ein Thema, mit dem sich viele nicht richtig auseinandersetzen. Denn die Berufsgenossenschaft kommt zwar alleine auf dich zu und sagt, hey, du bist jetzt Pflichtmitglied in unserer Kasse. In der Regel wird es bei einem Aufbereiter die BG Verkehr sein. Aber sie sagt dir nicht wirklich viel mehr, was du dafür jetzt tun musst. Aber das möchte ich dir jetzt sagen.
Im besten Fall ist es bei dir, wie bei uns, dass der Verbandskasten nichts anderes tut, als Staub anzusetzen. Das heißt, er wird nicht gebraucht. Dennoch ist er vorgeschrieben und so auch viele andere Sachen. Es ist nämlich so organisiert, dass die BG für dich als Unternehmer, als mitarbeitenden Unternehmer und für deine MitarbeiterInnen einen Schutz darstellt. Das heißt, allein sie einen Arbeitsunfall kümmert sich die BG darum, dass sie ärztlich versorgt werden, bezahlt die ärztliche Versorgung und im schlimmsten Fall sogar vielleicht eine Arbeitsunfähigkeitsrente, die ja aus sowas mal resultieren kann. Das macht die BG auch erstmal in Vorleistung. Im nächsten Schritt kommt die BG zu dir als Unternehmer und sagt, hey, dein Mitarbeiter, deine Mitarbeiterin, du selber hast dich bei der und der Tätigkeit verletzt. Jetzt erzähl uns erstmal, wie das passiert ist. Dann gucken Sie sich an, liegt bei dieser Verletzung oder in der genauen Konstellation der Verletzung eine Pflichtverletzung des Unternehmers vor. Ganz klassisches Beispiel, wir hantieren mit schweren Gegenständen und stellen unseren Mitarbeitern keine Arbeitssicherheitsschuhe mit Schutzkappe zur Verfügung. Fällt einem jetzt ein Amboss auf den Fuß, den man gerade durch die Gegend getragen hat und der Zeh wird zerquetscht, wird gefragt, warum hatte der Mitarbeiter denn keine Schutzkappenschuhe an? Und hier bräuchtest du als Unternehmer wirklich eine gute Antwort, wenn du deine Pflicht verletzt hast, ihm keine zur Verfügung zu stellen, weil ansonsten sagt die BG, aha, lieber Unternehmer, du hast hier deine Pflicht verletzt, für Arbeitsschutz in deinem Betrieb zu sorgen. Demnach haftest du zu x% für die Verletzung deines Mitarbeiters. Das heißt, du darfst, und jetzt ganz wichtig, privat die Behandlungskosten bezahlen, die Berufsunfähigkeitsrente bezahlen, was auch immer, wenn du diese Pflicht verletzt hast. Um das zu umgehen, wäre der ideale Weg, du nimmst Kontakt mit deiner BG auf und sagst, hey, ich bin neuer Fahrzeugpflegeunternehmer hier im Bereich. Ihr habt doch Betriebsansprechpartner oder Bezirksansprechpartner, die bei mir zuständig sind. Kann ich vielleicht mal ein Treffen mit dem oder derjenigen vereinbaren? Dann wird sich die BG darüber freuen, wird sagen, Mensch, cool, wir haben hier einen Unternehmer, eine Unternehmerin, die proaktiv auf uns zugeht und sagt, ich möchte mit euch zusammenarbeiten und signalisiert auch, und das ist auch spannend für dich, dem Landes- oder Bundesamt für Arbeitsschutz, je nachdem wer da zuständig ist, hey, ich habe hier ein Unternehmen, das kümmert sich, das ist mit uns in Verbindung getreten, die lassen sich von uns erstmal beraten und prüfen. Ihr müsst da nicht gleich als erstes hin, weil wahrscheinlich gibt es da wenig Verstöße, weil die sich ja darum kümmern. Und genau das ist der Idealfall. Eine zweite Möglichkeit ist, eine sogenannte Fachkraft für Arbeitssicherheit zu beauftragen. Das ist ein externer Dienstleister, der einmal im Jahr, zweimal im Jahr, je nach Unternehmen, zu dir kommt und dich prüft. Der macht eine Leiterprüfung, Leiter müssen nämlich geprüft sein, der kümmert sich darum, sind alle Hebebühnen im ordnungsgemäßen Zustand, piepen nie, wenn sie runterfahren, tragen die Mitarbeiter die richtigen Schuhe, sind alle Sicherheitsdatenblätter für Chemie vorhanden, denn das müssen wir nämlich auch vorhalten, sind die Elektrogeräte geprüft, ist alles so vorschriftsmäßig, wie es sein muss und gibt dir eine Liste mit, bitte das und das und das und das anpassen. Weil dann im Falle eines Arbeitsunfalls, ich habe es Stand heute gestern gehabt, Dominik, liebe Grüße, Besserung und gute Besserung an dich an der Stelle. Es gab hier einen kleinen Arbeitsunfall, alles halb so wild, aber die BG wird mich fragen, warum ist dieser Unfall passiert und wird prüfen, habe ich als Unternehmer irgendwas ausgelassen, habe ich eine Pflicht, eine Sorgfaltspflicht verletzt, die dazu geführt hat, dass dieser Arbeitsunfall passiert ist. Und genauso ist es, man mag es kaum glauben, mit dieser Elektroprüfung nach DGUV Vorschrift 3. Wir sind nämlich verpflichtet, einmal im Jahr alle Steckergeräte, sagt man, ich glaube, alle beweglichen Elektrogeräte oder so heißt es im Wortlaut, prüfen zu lassen, ob sie sicher sind. Und wenn diese Geräte sicher sind, dann werden sie geprüft, kriegen einen entsprechenden Prüfsticker und werden freigegeben. Wir haben es jetzt auch drüben, auf der anderen Seite liegen 3 Geräte, die nicht freigegeben wurden, weil ein Kabelkontakt nicht mehr ganz isoliert ist, weil eine Verbindung nicht ganz ordentlich ist oder bei einer Poliermaschine, weil oben Schutzkappe leider ein bisschen zerbrochen ist. Dann müssen wir uns darum kümmern, das zu ersetzen und sie wieder prüfen zu lassen, weil passiert jetzt ein Unfall mit dieser Poliermaschine, wird die BG fragen, hey, lieber Unternehmer, war deine Maschine geprüft, mit der Unfall passiert ist, und zwar unabhängig davon, ob es ein Stromunfall war oder ob der Mitarbeiter mit seinen langen Haaren drin hängen geblieben ist. Die wollen diesen Sticker sehen. Also hier, kümmere dich drum, sag nicht einfach, kommt mal auf mich zu und fragt mich, was ihr wollt, sondern geh aktiv auf die BG zu, sprich sie an und kümmere dich darum, dass dein Betrieb einfach ordentlich ist, egal ob du alleine arbeitest oder Mitarbeiter hast. Es gibt ein paar Ausnahmefälle für nicht BG-pflichtige Betriebe. Da kannst du aber auch gerne deine BG anrufen und fragen, ob du in den Fall fällst. Viele kleine Unternehmer werden am Anfang vielleicht nicht BG-pflichtig sein, weil der Umsatz so klein ist, weil sie alleine sind und. Aber da gibt es ganz strenge Voraussetzungen für. Der Regelfall ist, du bist BG-pflichtig und musst dich auch um dieses Thema kümmern. Es geht also auch darum, dich weiterzubilden und mit Themen zu beschäftigen, mit denen du dich noch nicht auskennst. Und das ist ein super Stichwort. Weiter geht's mit Fehler Nummer 3.
Und der lautet: Wer rastet, der rostet. Das bedeutet, auch wenn du glaubst, du kennst dich mit dem Thema Aufbereitung total aus, hast unternehmerische Schulungen gemacht, bist total ausgebildet und weißt, was du tust, ist es ein riesengroßer Fehler, sich nicht permanent weiterzubilden. Denn, ganz konkretes Beispiel, eine gute Verknüpfung mit dem Thema von davor, der fehlenden Berufsgenossenschaft bzw. Arbeitsschutz. Du hast gar nicht mitbekommen, dass du, um Elektroautos aufzubereiten, eine spezielle Fortbildung brauchst und dafür auch ein Zertifikat. Hast du das nicht mitbekommen, weißt du es nicht, arbeitest an Elektroautos, es passiert ein Arbeitsunfall, die BG kommt, sagt: Hallo, hast du die Fortbildung gemacht? Nein, habe ich nicht. Private Haftung. Also es geht darum, immer auf dem Laufenden zu bleiben. Du bist als Unternehmer in der Verantwortung und in der Pflicht, dich mit deinen fachlichen Themen und auch mit den unternehmerischen Themen auseinanderzusetzen. Du musst auf dem Laufenden sein. Gibt es neue Steuergesetze? Ändert sich für mich was? Gibt es irgendwie Förderungen? Was macht der Strompreis aktuell? Muss ich meine Kalkulation anpassen? Wie kalkuliere ich überhaupt? Gibt es neue Polituren auf dem Markt, neue Versiegelungen? Also ich rede mit Absicht so durcheinander, um dir zu zeigen, dass es ganz viele breite verschiedene Themen gibt, mit denen du dich einfach beschäftigen musst. Das heißt, ohne Weiterbildung hast du keine Chance, am Ball zu bleiben und wirklich erfolgreich dein Unternehmen zu führen. Reservier dir im Jahr, im Quartal oder im Monat eine feste Zeit und ein festes Budget für Weiterbildung, denn ohne Weiterbildung kommst du wirklich nicht weiter. Und das heißt jetzt nicht unbedingt, dass du ein Seminar besuchen musst oder einen Kurs buchen musst. Du kannst auch Zeit opfern, in die Bibliothek zu gehen und zu lesen, YouTube-Videos anzuschauen, wo es um das Thema geht, oder kostenlose Quellen zu nutzen. Hier kann ich dir nochmal den Tipp geben: Du kannst solche Sachen immer nur bezahlen, und zwar entweder mit deiner Zeit oder mit Geld. Das heißt, entweder opferst du viel Zeit, um dir Sachen zu erarbeiten, die so im Rohzustand kostenlos erhältlich sind, oder du gibst ein bisschen Geld aus und sparst dir diese Arbeiten und nimmst einfach die Informationen von jemandem, der sich für dich schon mal durchgearbeitet hat. Konkretes Beispiel aus einem ganz anderen Bereich, mit dem ich mich aktuell viel beschäftige, das ist so Sport und Ernährung. Ich könnte jetzt hingehen und 160 Studien zum Thema Vitamin D durchlesen, auswerten, mir übersetzen, also medizinisch gesehen übersetzen und verstehen, welche Bedeutung Vitamin D für mich hat, um mir meine Schlussfolgerung dazu ziehen. Oder ich kaufe mir eine Zusammenfassung von jemandem, der genau das gemacht hat, für 29,95 € und lese, was er darüber sagt, der zufälligerweise noch Arzt ist und mehr Ahnung davon hat. Ich glaube, mit dem Beispiel wird klar, worauf ich hinaus will. Kümmere dich um deine Weiterbildung und bleib an allen Themen, die dich irgendwie tangieren, dran. Und neben vielen sachlichen Themen, die ich lernen musste ich auch eine persönliche Lektion, die für mich sehr schwer war, lernen. Und das ist mein Fehler Nummer 4. Die Lektion zu lernen, ja, die muss man am eigenen Leib, auch wenn ich dir wünsche, dass mein Appell jetzt ausreicht, dass du es verstehst. Es ist wirklich was man in sich drin hat und was einfach schwerfällt loszulassen. Und das ist wirklich das persönlich Nehmen und das Ego. Das heißt, ein Kunde reklamiert irgendwas und du fühlst dich persönlich angegriffen, obwohl er über deine Arbeit spricht. Und selbst wenn er persönlich wird, ist das Wichtigste zu verstehen und zu lernen, es nicht persönlich zu nehmen. Es geht nicht um dich. Es geht um eine Sache, die der Kunde hat, ein Problem, das er vielleicht auch privat hat, das er bei dir ablehnt und auf deine Arbeit und auf die Leistung und damit auf dich projiziert. Und wenn du jetzt persönlich beleidigt bist oder dich persönlich angegriffen fühlst, dann wird es dich immer wieder runterziehen und wird zu einem schlechten Ergebnis führen. Denn wenn du dich verletzt und beleidigt fühlst, wirst du mit großer Wahrscheinlichkeit genauso reagieren, dass du zurück angreifen willst, dass du dich wehren willst. Und das ist das Schlimmste, was du machen kannst. Du kommst auf eine Ebene, wo es nur noch gegeneinander geht und am Ende kannst du als Unternehmer eigentlich nur verlieren. Denn selbst wenn der Kunde mit seiner Reklamation abhaut oder die Rechnung dann doch voll bezahlt oder was auch immer, du wirst bei dem Kunden ein ganz schlechtes Bild hinterlassen haben. Und was glaubst du, was der machen wird? Der erzählt jedem, den er kennt, der irgendwie autoaffin ist, was du für ein gemeiner Vollidiot bist, der über den Tisch gezogen hat. Das heißt, kill dein Ego. Auf Deutsch gesagt, vergiss einfach, wie du dich persönlich fühlst. Und wenn der Kunde dich permanent beleidigt, dann sag ihm doch einfach auf nette Art und Weise, dass ihr nicht zusammenkommt und er doch bitte deine Halle verlassen soll. Aber du musst nicht angegriffen sein. Überleg dir bei jeder Reklamation, was ist sachlich dran und wie kann ich, selbst wenn sie vollkommen unbegründet ist, damit umgehen. Gib auf jeden Fall nicht aufs gleiche Level an Aggression und Aggressivität hinauf, wie es dir vielleicht entgegenscheint, sondern vergiss nie, es geht hier nicht um dich und nicht um deine persönliche Qualifikation, sondern vielleicht um persönliche Dinge, die der Kunde hat oder im besten Fall nur sachlich um deine Arbeit und genau darauf solltest du dich reduzieren. Und das war auch so ein Fehler, bei dem hätte ich mir jetzt gewünscht, es hätte mir jemand wirklich eindringlich gesagt, denn auch alles, was ich vorab gesagt habe und alle Fehler, die man so machen kann als Unternehmer, die gibt es natürlich irgendwo nachzulesen und gibt Infos darüber, wie man sie vermeidet, aber irgendwie, wenn einem nicht einer auf die Idee bringt, da mal hinzugucken, dann guckt man einfach nicht nach und genau den Fehler habe ich auch gemacht und diese Fehler ereignen die meisten im 2. oder 3. Jahr der Geschäftstätigkeit.
Du hast dir das erste Jahr und auch das zweite Jahr harten Kundenstamm aufgebaut, hast wirklich viele Stunden gearbeitet und dir auch lange kein Gehalt ausgezahlt, weil du halt erstmal gesagt hast, die Firma soll laufen, ich will mir was für die Zukunft aufbauen, ich investiere erstmal Zeit und natürlich auch Geld. Und nach diesem zweiten, dritten oder lass es vielleicht auch dein 5. Jahr sein, merkst du, jetzt rollt der Rubel, ich kann mir wirklich was erlauben, ich habe einen konstanten Kundenstamm, ich habe einen gut gebuchten Kalender, ich verdiene das Geld oder ich nehme das Geld ein, was ich glaube, was ich verdiene, was ich gerne haben möchte und nehme das Geld ein und was mache ich natürlich? Ich gebe es wieder aus, denn gerade Einzelunternehmer haben keine klare Grenze in vielen Fällen zwischen ihrer privaten Sphäre und ihrer unternehmerischen Sphäre. Manche nutzen ein gemeinsames Bankkonto für beides und verlieren absolut den Überblick über, was ist denn auf dem Papier wirklich mein Geld und was ist denn eigentlich auf dem Papier das Geld meiner Firma. Denn als Einzelunternehmer gibt es diese Trennung nicht so klar. Und was dann schnell passiert ist, dass das Finanzamt nach dem ersten Gewinnjahr kommt und sagt, hey, ich habe gesehen, du hast jetzt hier 10.000 € Gewinn gemacht und anhand deines persönlichen Steuersatzes hätte ich jetzt gerne davon 3.000 € Einkommenssteuer. Das geht vielleicht noch, aber das Finanzamt sagt gleichzeitig, weil du jetzt in deinem ersten Gewinnjahr 10.000 € Gewinn gemacht hast und von deinem allerersten Geschäftsjahr bis jetzt jedes Jahr deinen Umsatz um 20–30% gesteigert hast, prognostizieren wir, dass du nächstes Jahr 20.000 Gewinn machst. Das heißt, ich hätte jetzt gerne 3.000 € für dieses Jahr und 6.000 € als Vorauszahlung fürs nächste Jahr. Und dann stehst du da, 9.000 €, so viel Geld habe ich dann doch noch nicht verdient und das, was ich verdient habe, habe ich ausgegeben, weil ich brauche ja auch mal ein neues Auto, neue Schuhe, noch eine neue Poliermaschine, die du noch über die Firma kaufst, aber einfach ein paar Jahre später und nicht mehr gewinnwirksam berücksichtigt. Denn die meisten machen den Jahresabschluss für das Jahr, nehmen wir jetzt mal an 2020, im Jahr 2021. Das heißt, du bist schon in einem ganz neuen Geschäftsjahr und das Geld, was an diesem Punkt 2021 vorhanden oder auch ausgegeben wurde, spielt im Jahr 2020 gar keine Rolle mehr. Das heißt, hier musst du erst mal zahlen, auch wenn du es dann vielleicht in 2022 wiederbekommen müsstest. Das heißt, das Finanzamt möchte gerne 9.000 € von dir und ist da auch gar nicht zum Reden und zum Spaßen aufgelegt. Auch hier gibt es Fälle, da reden wir nicht von 9, sondern von 30.000 oder 50.000 €. Und das sind Fälle, die brechen vielen Unternehmern absolut das Genick. Denn dem Finanzamt will und kann man kein Geld schulden. Wenn die merken, du kannst nicht bezahlen, dann ist es ganz, ganz schnell vorbei. Und so ging es uns im Jahr 2020. Nicht ganz in der gleichen Konstellation, sondern bei uns war der Fall folgendermaßen, nämlich wir hatten einen Steuerberater und einen Buchhalter, die Murks gebaut haben. Und warum es trotzdem mein großer Fehler war, war nämlich, dass ich mich mit dem Output, also mit deren Arbeit nicht beschäftigt habe. Sonst hätte ich festgestellt, unterjährig, dass die in der Buchung einen ganz großen Fehler mit unserem PayPal-Konto gemacht haben. Muss ich jetzt gar nicht im Detail eingehen. Dieser Fehler führte dann dazu, dass wir bei der Steuererklärung die 2020 abgegeben wurde, 8.500 € zusätzlich zu allem, was wir sonst noch so ans Finanzamt zahlen mussten, aus dem Nichts hinzuzahlen oder zahlen sollten. Und wenn man sich jetzt überlegt, dass wir eigentlich erst so richtig 2018 mit dem Unternehmen im eigentlichen Sinne gestartet haben, waren wir nämlich genau in diesem Zeitraum nach dem zweiten oder im zweiten Jahr. Das hätte uns wirklich fast das Genick gebrochen, weil wir diese 8.500 € im Januar, der schlimmsten Zeit für einen Aufbereiter, die es gibt, eben nicht so Cash hatten. Das heißt, wir mussten anfangen zu rotieren und uns zu kümmern. Aber wir haben es am Ende geschafft, sonst würde ich hier nicht mehr stehen und diese Videos machen. Aber es gab schon 2, 3 Tage, da saß ich abends in der Halle und habe überlegt, okay, was ist denn jetzt, wenn die Frist näher kommt und ich irgendwann diese Halle zumache und nicht mehr aufschließe, weil es sich erledigt hat. Und das nur, weil ich mich nicht mit dem Thema Finanzen beschäftigt habe und darunter fällt natürlich das Thema Steuern, ganz wichtig, aber auch alles, was dein Geldflow betrifft. Ein Thema, mindestens 2 Konten für dein Geschäft und deinen Privatbereich. Das Thema Kalkulation, das Thema Kostenrechnung, also so ganz viele Themen, auf die du vielleicht gar keine Lust hast, die dir am Ende trotzdem das Genick brechen. Und um dir diese und noch mehr Fehler zu ersparen und vielleicht auch noch ein bisschen mehr zu helfen, möchte ich dir gerne noch mal den GVMA Geld verdienen mit Autopflege Online-Crashkurs ans Herz legen. Über 3,5 Stunden Videocontent genau zu diesen unternehmerischen und noch viel mehr Themen, wo ich wirklich schon einen großen Teil der Arbeit für dich mache und dir quasi auf dem Silbertablett serviere, worauf du achten musst und wie du diese ganzen Sachen vermeiden kannst. Also wenn du da Bock hast, dir viel Zeit für eigene Recherche zu sparen, dann findest du den Kurs hier unten verlinkt. Dann wünsche ich dir viel Spaß dabei und schreib doch alle deine Fragen, die du noch zu den ganzen Themen hast, hier unten in die Kommentare. Ich danke dir fürs Zuschauen, viel Erfolg weiter in deinem Business. Wir sehen uns. Hau rein.